Du spürst, dass der Wunsch nach einem Kind in dir wächst. Vielleicht ist er schon länger da, vielleicht wird er gerade erst klar. Und gleichzeitig weißt du, so richtig bereit fühlst du dich noch nicht. Oder besser gesagt, du weißt gar nicht genau, was jetzt der erste richtige Schritt wäre. Vielleicht hast du die Pille schon abgesetzt oder du denkst nur darüber nach. Vielleicht beobachtest du deinen Zyklus oder du fragst dich, was, wenn es nicht klappt. Genau darum geht's heute. Was kannst du tun, bevor du aktiv versuchst, schwanger zu werden? Welche Dinge sind wirklich sinnvoll? Körperlich, hormonell, emotional? Und wo verlierst du dich vielleicht gerade in zu viel Info oder zu vielen Erwartungen? Ich bin Stefanie Zecon, Kinderwunschcoach, psychosoziale Beraterin und selbst Mama mit langem Weg. In meiner Arbeit begleite ich Menschen wie dich mit dem Wunsch nach einem Kind, mit vielen Fragen und manchmal auch mit viel Druck im Herzen. In diesem Video möchte ich dir zeigen, wie du dich gut vorbereiten kannst, damit du dich innerlich gestärkt fühlst, medizinisch gut versorgt bist und der Wunsch nach deinem Kind kein Stressprojekt wird, sondern ein Weg, den du bewusst gehen darfst. Lass uns loslegen. Sobald du die Verhütung abgesetzt hast, egal ob Pille, Hormonspirale oder etwas anderes, beginnt eine neue Phase. Dein Körper stellt sich um. Und manchmal passiert das schneller, als man denkt. Manchmal dauert es aber auch ein bisschen, bis sich der Zyklus einpendelt. Das ist erstmal nichts Schlimmes. Aber es hilft dir sehr, wenn du ein bisschen mitbeobachtest, was da passiert. Du kannst zum Beispiel aufschreiben, wann deine Periode kommt, wie lange sie dauert, wie du dich davor, währenddessen und danach fühlst. Es gibt viele gute Apps dafür, aber ein ganz einfaches Notizbuch tut's auch. Was du wissen solltest. Es ist völlig normal, wenn dein Zyklus erstmal unregelmäßig ist. Gerade nach hormoneller Verhütung braucht der Körper manchmal ein paar Monate, um sich selbst wieder zu regulieren. Du musst also nicht sofort nervös werden, wenn nicht alles auf den Tag genau läuft. Was du aber tun kannst: Achte auf sogenannte Körpersignale. Viele spüren zum Beispiel ihren Eisprung. Das kann sich wie ein Ziehen im Unterleib anfühlen oder durch veränderten Zervixschleim zeigen. Auch die Basaltemperatur verändert sich rund um den Eisprung. Das alles sind Hinweise, die dir helfen können, deinen Zyklus besser zu verstehen. Nicht um Druck aufzubauen, sondern um dich selbst besser kennenzulernen. Wenn du schon eine Weile versuchst, schwanger zu werden, kann es zusätzlich hilfreich sein, deine Hormonwerte zu überprüfen. Aber auch dafür gilt, nicht gleich alles testen lassen, sondern gezielt zum Beispiel bei deinem Frauenarzt oder deiner Frauenärztin. Ein guter erster Schritt ist oft ein Hormonstatus rund um den 3. und 21. Zyklustag. Dabei werden UA, FSH, LH, Progesteron und Östradiol bestimmt. Auch Schilddrüsenwerte spielen eine Rolle, besonders TSH. Du musst das aber nicht alles alleine herausfinden. Im nächsten Abschnitt schauen wir, was du ärztlich abklären lassen kannst und wie du herausfindest, ob bei dir körperlich alles passt. Wenn du einen Kinderwunsch hast, egal ob ganz frisch oder schon länger, lohnt es sich, einen Termin bei deiner Frauenärztin oder deinem Frauenarzt auszumachen. Einfach, um mal abzuklären, wie deine Ausgangslage ist. Dabei geht es nicht um riesige Diagnostikpakete, sondern um einen guten Überblick. Was wird da typischerweise gemacht? Häufig nimmt die Ärztin oder der Arzt dir Blut ab, um deinen Hormonstatus zu bestimmen. Dabei schaut man zum Beispiel auf FSH und LH. Die sagen etwas darüber aus, wie aktiv deine Hirnanhangdrüse die Eizellreifung steuert. Auch das sogenannte Anti-Müller-Hormon, kurz AMH, kann ein Hinweis auf deine Eizellreserve sein. Und wie schon erwähnt, TSH, also der Schilddrüsenwert, ist super wichtig, denn eine Unter- oder Überfunktion kann sich auf deinen Zyklus auswirken. Auch dein Impfstatus wird meistens überprüft und das macht wirklich Sinn. Denn es gibt ein paar Impfungen, wie Zams B gegen Röteln oder Windpocken, die du im besten Fall schon vor der Schwangerschaft auffrischst. In der Schwangerschaft sind viele Impfungen nämlich nicht mehr möglich. Bring am besten gleich deinen Impfpass mit, wenn du zum Termin gehst. Manche Frauenärzt.innen geben dir in diesem Zusammenhang auch gleich Tipps zu Folsäure und anderen Mikronährstoffen. Es gibt gute Kombipräparate, die auf die Kinderwunschzeit abgestimmt sind, mit Folsäure, Jod, B-Vitaminen und manchmal auch Omega-3-Fettsäuren. Ich persönlich empfehle meinen Klientinnen gerne ein hochwertiges Präparat wie Zanbevilavit. Das ist gut abgestimmt, enthält 800 Mikrogramm Folsäure und ist speziell auf die Zeit vor und in der Frühschwangerschaft ausgelegt. Aber wie immer gilt, lass dich gut beraten. Am besten in der Apotheke oder ärztlich. Und wenn du unsicher bist, ob ein Produkt für dich passt, dann lieber nochmal nachfragen. Im nächsten Abschnitt schauen wir uns an, was du ganz konkret im Alltag tun kannst, um deinen Körper auf die Schwangerschaft vorzubereiten und was du besser weglassen solltest.
Wenn du schwanger werden möchtest, ist dein Körper dein wichtigster Verbündeter und deshalb lohnt es sich, gut für ihn zu sorgen. Nicht perfekt, aber bewusst. Es geht nicht darum, alles umzukrempeln oder jeden Tag nur noch Brokkoli zu essen, sondern darum, ein gutes Fundament zu schaffen. Eine ausgewogene Ernährung ist dabei eine der wichtigsten Säulen. Schau, dass du möglichst unverarbeitete Lebensmittel isst, also frisches Gemüse, Obst, Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte, Nüsse, gesunde Fette wie Olivenöl oder Leinöl. Auch Eiweißquellen wie Eier, Tofu, Fisch oder gutes Fleisch haben ihren Platz. Und wenn du vegetarisch oder vegan lebst, achte besonders auf Vitamin B12, Eisen, Zink und Omega-3-Fettsäuren. Was viele unterschätzen, zu wenig essen oder bestimmte Nährstoffe meiden, kann sich negativ auf deinen Zyklus auswirken. Dein Körper braucht Energie, gerade in der Kinderwunschzeit. Also regelmäßig essen, gerne auch warm und nahrhaft. Und ja, auch mal genießen ist erlaubt. Neben der Ernährung spielt Bewegung eine wichtige Rolle. Das muss kein Marathon sein, aber regelmäßige Spaziergänge, Yoga, leichtes Krafttraining oder Tanzen, alles, was dir gut tut, bringt den Kreislauf in Schwung, hilft deinem Stoffwechsel und reguliert die Hormone. Bewegung reduziert auch nachweislich Stress und das ist vielleicht einer der wichtigsten Punkte überhaupt. Denn Stress, gerade wenn er chronisch ist, kann sich extrem negativ auf deine Fruchtbarkeit auswirken. Das ist inzwischen durch viele Studien gut belegt. Wenn dein Körper ständig im Alarmmodus ist, schaltet er innerlich eher in den Überlebensmodus und für eine Schwangerschaft braucht es Sicherheit, Vertrauen, innere Ruhe. Das heißt nicht, dass du kündigen oder in den Wald ziehen musst, aber es lohnt sich mal zu schauen, wo kannst du dir kleine Inseln schaffen. Vielleicht eine Abendroutine, ein Wochenende offline, ein täglicher Spaziergang, ganz ohne Podcast im Ohr. Auch Schlaf ist wichtig. Wenn du dauerhaft zu wenig schläfst, produziert dein Körper mehr Cortisol. Das ist das typische Stresshormon. Und Cortisol kann den Eisprung beeinflussen. Also gönn dir Erholung, wo immer es möglich ist. Im nächsten Abschnitt schauen wir uns an, welche Gewohnheiten deinem Kinderwunsch eher im Weg stehen könnten und was du lieber weglassen solltest. Es gibt ja nicht nur Dinge, die du tun kannst, um deine Fruchtbarkeit zu unterstützen. Manchmal hilft es auch, bestimmte Dinge bewusst wegzulassen. Und genau darum soll es jetzt gehen. Denn manche Gewohnheiten können deinem Kinderwunsch tatsächlich im Weg stehen, auch wenn sie auf den ersten Blick harmlos wirken. Fangen wir mit dem Klassiker an: Alkohol. Ja, ein Glas Wein am Abend ist für viele ein Genuss, aber wenn du schwanger werden möchtest, lohnt es sich wirklich mal eine Pause einzulegen oder den Konsum zumindest stark zu reduzieren. Alkohol kann sich nämlich negativ auf deinen Zyklus, deinen Hormonhaushalt und die Eizellreifung auswirken. Und wenn du schon schwanger bist, ohne es zu wissen, kann das auch Auswirkungen auf die frühe Entwicklung haben. Also je weniger, desto besser. Ähnlich sieht es mit Nikotin aus. Rauchen hat nachgewiesenermaßen einen negativen Einfluss auf die Fruchtbarkeit bei Frauen und bei Männern. Es beeinträchtigt die Qualität der Eizellen, verändert die Schleimhaut in der Gebärmutter und erhöht das Risiko für Fehlgeburten. Wenn du also rauchst, ist die Kinderwunschzeit ein richtig guter Moment, um aufzuhören. Und falls das allein schwerfällt, such dir Unterstützung. Es gibt mittlerweile richtig gute Programme und auch medizinische Begleitung, wenn du möchtest. Ein weiterer Punkt, den viele nicht auf dem Schirm haben, sind Süßgetränke. Cola, Limos, Eistee, all das enthält extrem viel Zucker, aber kaum Nährstoffe. Studien zeigen, dass ein hoher Konsum von gezuckerten Getränken die Fruchtbarkeit verringern kann. Das gilt übrigens auch für viele Fruchtsaftgetränke. Deshalb lieber öfter zu Wasser, Kräutertee oder Schorlen greifen. Und wenn du Lust auf Süßes hast, dann lieber mal eine Dattel oder ein Stück dunkle Schokolade. Auch Transfette solltest du möglichst meiden. Die stecken zum Beispiel in vielen Fertigprodukten, in billigem Gebäck, Chips oder Frittierten. Transfette wirken sich negativ auf deine Zellgesundheit aus und weil dein Körper beim Schwangerwerden auf optimale Zellteilung angewiesen ist, ist das ein Punkt, den man leicht vermeiden kann. Und dann gibt es da noch das Thema Stresshormone über Ernährung, zum Beispiel durch übermäßigen Koffeinkonsum oder sehr zuckerreiche, unregelmäßige Ernährung. Auch das bringt den Körper aus dem Gleichgewicht. Versuch stattdessen, regelmäßig zu essen, Pausen einzuplanen und deinem Körper das zu geben, was er braucht. Energie, Nährstoffe und Ruhe. Und ein kleiner Tipp am Rande. Wenn du Sojaprodukte isst, besonders in größeren Mengen, schau mal, wie du dich danach fühlst. Bei manchen Frauen, vor allem bei hormonellen Ungleichgewichten wie einer Östrogendominanz, kann zu viel Soja den Hormonhaushalt zusätzlich belasten. Das heißt nicht, dass Soja grundsätzlich schlecht ist, aber manchmal macht es Sinn, auch hier bewusster hinzuschauen.
Im nächsten Abschnitt schauen wir uns dann an, welche mentalen und emotionalen Faktoren eine Rolle spielen und wie du dich auch innerlich auf dein Wunschkind vorbereiten kannst. Und jetzt kommt ein Punkt, über den leider immer noch viel zu wenig gesprochen wird: deine innere Welt. Also das, was in dir los ist, emotional, mental, vielleicht sogar auf seelischer Ebene. Denn Kinderwunsch ist nicht nur eine körperliche Sache, es ist etwas zutiefst Persönliches. Und je länger sich der Wunsch nicht erfüllt, desto mehr kann es innerlich anfangen zu drücken. Du kennst das. Erst ist da Aufregung und Vorfreude und dann, mit jedem weiteren Zyklus ohne zweite Linie auf dem Teststreifen, wächst das Gefühl von Frust, von Zweifel, vielleicht sogar Scham oder Einsamkeit. Deshalb ist es so wichtig, dass du dir auch auf dieser Ebene etwas Gutes tust. Dass du mit dir selbst liebevoll umgehst, dass du Gefühle zulässt, auch wenn sie unangenehm sind. Denn unterdrückte Emotionen kosten unglaublich viel Energie und sie wirken oft unbemerkt wie eine innere Bremse. Was dir hier helfen kann: alles, was dich wieder mit dir selbst verbindet. Journaling zum Beispiel, einfach mal aufschreiben, was dich bewegt, oder gezielte Kinderwunschmeditationen. Die bringen dich wieder ins Spüren. Auch Atemübungen oder Körperreisen sind super, wenn du merkst, dass du innerlich in Dauerspannung bist. Und ganz ehrlich, du musst das nicht allein durchstehen. Es ist kein Zeichen von Schwäche, die Unterstützung zu holen. Im Gegenteil, ob im Coaching, im Gespräch mit einer Freundin oder durch Austausch mit anderen Frauen, geteilte Last ist wirklich halbe Last. Sprich auch mit deinem Partner oder deiner Partnerin. Viele Paare tragen den Kinderwunsch still nebeneinander her und verlieren sich genau da. Es tut gut, sich auszusprechen. Über Hoffnungen, über Ängste, über Erwartungen und Grenzen. So ein Gespräch kann Nähe schaffen, gerade wenn der Weg mal holprig wird. Und wenn du merkst, dass der Druck überhand nimmt, dann mach mal Pause. Du darfst. Du musst nicht alles kontrollieren. Und schon gar nicht musst du funktionieren. Du bist ein Mensch, keine Maschine. Und du darfst dir Raum geben. Für dich. Für euch. Also fassen wir das alles nochmal kurz zusammen. Wenn du dich auf dein Wunschkind vorbereiten möchtest, dann geht es nicht nur darum, was du tun kannst, sondern auch, wie du lebst, fühlst und denkst. Der erste Schritt ist oft ganz simpel: die Verhütung absetzen. Danach beginnt die Reise mit Zyklusbeobachtung, einem guten Draht zu deiner Frauenärztin, sinnvollen Ergänzungen wie Folsäure und einer gesunden, ausgewogenen Lebensweise. Aber es hört da nicht auf. Denn was du weglässt, kann genauso wichtig sein wie das, was du tust. Alkohol, Nikotin, Zuckerbomben, Stress, all das darf weniger werden. Und was du dir stattdessen schenkst, ist Raum. Für dich, für eure Beziehung, für Vertrauen in deinen Körper. Und vielleicht auch für eine neue Sicht auf diesen Kinderwunsch. Nicht als To-Do, sondern als Weg, der dich zurück zu dir selbst führt. Wenn du dabei Unterstützung möchtest, dann habe ich etwas für dich. Mein kostenloses Online-Training. Dort zeige ich dir, wie du deinen Körper mental und emotional bestmöglich auf eine Schwangerschaft vorbereitest und welche Blockaden du vielleicht gerade noch unbewusst festhältst. Den Link findest du wie immer in der Beschreibung. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass gerne ein Abo da, gib mir einen Like und schreib mir in die Kommentare, was hat dich heute am meisten bewegt.